So, und jetzt seht ihr hier, die Weide und direkte Umgebung sind mit den kurzen Fasern quasi aus meinem Restemix hier begrünt. Seht ihr auch, da sieht man gar nicht, dass das so richtig hoch steht. Und ihr seht auch, da wo es glänzt, die Farbe ist noch nicht ganz trocken. Und das werde ich mir jetzt für den nächsten Schritt zunutze machen. Und zwar brauche ich da Haft- und Fixierspray, da könnt ihr aber auch irgendwas anderes nehmen. Wieder mal eine kleine Mixschale, und in diese Mixschale kommen jetzt diesmal Grasfasern 6 mm, Wiesengrün von Heki, und dann haben wir quasi nochmal die Extremvariante. Das ist hier Wildgras von noch, ich glaube, 12 mm. Ja. Und da werde ich jetzt so kleine Bereiche hier erstellen, wo das einfach nochmal höher ist. Wenn ihr euch Weiden im Original angeguckt habt, da gibt es quasi immer sehr große Unterschiede zwischen den Bewuchsarten. Und auch das werde ich jetzt mal hier versuchen, so ein bisschen zu simulieren. Ist jetzt das erste Mal auch für mich der Versuch mit diesem noch Haft- und Fixierspray. Also schauen wir mal, wie wir vorankommen. Wichtig ist, wir wollen ja nicht, dass die Schienen auch beklebt werden. Das heißt, ich werde das jetzt immer mit Zeitungspapier ein bisschen maskieren, was ich hier mache. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Also, wir stellen euch hier mal wieder hin. Dann könnt ihr zuschauen. Und als erstes machen wir uns unseren Grasmix für gleich fertig. Das heißt, wir fangen an mit den 6 mm Fasern von Heki. Die sind super in der Verarbeitung an sich. Die haben nur ein Problem, und zwar bilden die solche Klumpen. Ich glaube, deswegen sind die auch so ein bisschen günstiger als die von noch. Aber bis auf diese Klumpen sind die echt super. Machen auch ein schönes Bild am Ende, stehen schön. Gut, so, und farblich ähnlich sind jetzt hier die 12 mm, die tun wir jetzt hier auch nochmal dazu. Die bilden nicht solche Klebepuddel. So. Also, so ist quasi der Mix, in den ich hier gleich streuen werde. Also, nur mal wieder weg. Und dann brauchen wir, wie eben angekündigt, ein bisschen Zeitungspapier für die Maskierung. Mache ich mir jetzt einfach. Wir wollen es ja nur mal ausprobieren, das heißt, ich belege jetzt einfach mal meine Schienen hier mit Zeitungspapierresten. Das ist dann der Bereich, in dem definitiv kein hohes Gras wächst. Zumindest nicht so. Ich werde später hier noch, denke ich, mit einzelnen kleineren Aktionen ponal einzeln hier irgendwo auftragen und dann gezielt auch längeres Gras hier zum Einsatz bringen, aber nicht in dieser Holzhammer-Methode auf die Art. So. Also, die Schienen sind jetzt hier auf einfachste Weise markiert. Dann haben wir hier das Spray. So. Funktioniert eigentlich ganz gut. Jetzt gucken wir doch mal, dass wir hier schnellstmöglich auch ein paar größere Grasfasern raufbekommen. In der Hoffnung, dass sie da auch halten. Und das scheint ganz gut
zu klappen. Wunderbar. Ja, im Weidebereich werde ich davon jetzt nicht zu viel machen. So eine Weide ist ja abgefressen, aber da hinten in der Ecke können wir da jetzt mal ein bisschen großflächiger rangehen. Da fressen ja keine Tiere ab. So, was man sagen muss, bei den 12 mm Fasern, es steht halt nicht so perfekt wie bei den Grassmastern dieser Erde. Dafür kostet dieses Gerät hier halt auch nur die Hälfte, beziehungsweise ein Zehntel, ein Zwanzigstel, je nachdem. Also, ich glaube 5 € hatte ich damals für das Material bezahlt. Und da kann man sich dann wirklich nicht beschweren. Ich zeige euch das jetzt mal ein bisschen aus der Nähe. Also die Fasern hier stehen auch da. Das scheint auch mit dem Haftkleber zu funktionieren. Und das Prinzip kann ich euch hier ja nochmal demonstrieren. Das heißt, wir gehen hier ran. Jetzt seht ihr auch hier, wie die einzelnen Fasern sich noch aufstellen, soweit sie das können. Ist, glaube ich, auch immer eine Klebstofffrage. Gucken wir mal. Ein bisschen von dem Spray nochmal. Gucken wir mal, ob das jetzt was hilft hier. Eher nicht. Also probiert das nicht, indem ihr da nochmal drauf sprüht. Das macht es nicht besser. Ich stelle euch mal hier hin, dass ihr nochmal hier zugucken könnt. Wie gesagt, mit den 6 mm Fasern klappt das eigentlich ganz gut. Mit den 12 mm Fasern tut man sich hier weniger einen Gefallen, muss man tatsächlich sagen. Dafür ist es halt schon echt Arbeit. Also ich weiß auch nicht, ob das mit den Grassmastern da wirklich so super funktioniert. Aber ich finde mein Ergebnis eigentlich ganz überzeugend. Und damit lassen wir die linke Seite jetzt hier erstmal trocknen und machen dann die Tage weiter.